In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ich mich für alle 4 Jahreszeiten optimal für mein Wohlbefinden am Wasser beim Ansitzen kleide. Ich gehe dabei nur auf das Zwiebelprinzip von Jacke sowie Hose ein. Kopfbedeckung, Stiefel, Handschuhe, Strümpfe sowie Gadgets folgen in einem weiteren Film. Und zum Schluss gibt es noch einen Bonustipp. Los geht's und bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Michael Schlögl und meine Passion ist modernes Friedfischangeln pur. Wer gerne mehr solche Filme sehen möchte, kann gerne meinen Kanal gratis abonnieren und anschließend das Glockensymbol drücken und ist stets up to date. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn die Kleidung zum Körper nicht den Wetterverhältnissen angepasst ist. Wenn man sich nicht wohlfühlt, macht das Angeln am Wasser einfach weniger Spaß. Zudem wird man auch schneller krank. Ihr hört es raus, Gesundheit spielt für mich eine entscheidende Rolle. Vorab, ich muss gestehen, ich habe Hobby zum Beruf gemacht und in diesem Beitrag kommen daher nur für mich die besten funktionellen Kleidungsstücke zum Einsatz. Ihr müsst euch vorstellen, zum Beispiel ein Banker muss in noblen, gedressten Anzug rumlaufen, entsprechende Angelkleidung. Ich erkläre euch nun mal das Zwiebelprinzip. Beim Zwiebelprinzip werden verschiedene Lagen an Kleidungsstücke miteinander kombiniert, um ganz gezielt für die jeweiligen Bedingungen gerüstet zu sein. Je nach Bedarf werden Schichten ergänzt oder weggelassen. Und man bleibt flexibel, wenn sich unterwegs die Bedingungen ändern. Wir gehen mal in diesem Beispiel von einem richtig kalten Angeltag aus. Ich werde mich daher mit 3 Kleidungsschichten kleiden. Die erste Schicht. Direkt auf die Haut kommt die Funktionsunterwäsche, bestehend aus einem Pullover und einer langen Unterhose. Alle beide Teile besitzen Anteile aus Merino-Wolle und Polyamid. Sie sind weich und strapazierfähig zugleich. Die feine Naturfaser ist geruchsneutral und liegt kratzfrei auf der Haut. Merino-Wollfasern sind von Natur aus gekräuselt und erzeugen mehr Lufttaschen als andere Fasern. Und diese eingeschlossene Luft isoliert gegen die Kälte und hält sie warm, auch wenn sie nass ist. Körperfeuchtigkeit kann durch das Material nach außen hin entweichen und hält so die Haut trocken. Über den Reißverschluss am Kragen gelangt man bei Bedarf schnelle, kühle Luft an die Haut. Am Rücken ist der Pullover etwas länger geschnitten. Dadurch ist beste Bewegungsfreiheit garantiert. Ich habe unterschiedliche dicke Unterwäsche im Einsatz. Eine mit hohem Merino-Anteil für den kältesten Einsatz sowie das etwas dünnere Set. Ich schwöre seit Jahren auf die Marke Woolpower. Ein weiterer Benefit, man riecht beim Schwitzen nicht so nach Schweiß. Die zweite Schicht. In der zweiten Schicht kommen bei mir die Windstopper-Kleidungsstücke zum Einsatz. Windstopper-Bekleidung erkennt man an dem Stoppsymbol Sticker. Windstopper-Kleidung gibt es auch im Wandern, Segeln, im Freizeitbereich etc. Der Windstopper hält euch durch die 100%ige winddichte Membran sicher geschützt vor den unangenehmen Folgen des Windes. Dabei ist das Produkt hochatmungsaktiv und ihr tragt bei gleicher Winddichtigkeit deutlich weniger als bei Produkten ohne Membran. Die hohe Atmungsaktivität sorgt dafür, dass ihr bei der Arbeit die entstehende Körperwärme abgegeben werden. Ihr läuft einfach nicht heiß. Das eine ist die Windstopper-Latzhose oder Strampler, so nenne ich ihn gern. Beide Teile sind ganz speziell auf die Angelbedürfnisse entwickelt worden. Hier zunächst der Strampler. Er bedeckt mir beim Bücken den Rücken und schützt mir den Nierenbereich ungemein. Die Windstopper-Latzhose besitzt Känguru-Taschen, verstellbare Hosenträger und ein Reißverschluss, wenn man mal Pipi machen muss. Das andere Kleidungsstück ist das über das gesamte Jahr gesehen das meistgetragene Kleidungsstück überhaupt. Die Windstopper Kapuzenjacke. Die Taille und die Kapuze sind mittels Kordelzug einstellbar. Der Windstopper ist sehr elastisch sowie außergewöhnlich stark wasserabweisend. Durch die hohe Abriebsfestigkeit pillert er nicht so stark gegenüber herkömmlichen Fließprodukten. Ferner besitzen die Außentaschen Reißverschlüsse und somit ist Sicherheit beim Bücken geboten. Meine dritte Schicht. Die letzte Schicht ist die Gore-Tex-Bekleidung.
Das patentierte Gore-Tex ist die Mutter aller wasserdichten, atmungsaktiven Materialien. Gore verzichtet auf den Außenstoff, der sich im Regen vollsaugen würde, sobald die Imprägnierung schwächelt. Alle Gore-Tex-Bekleidungsteile für den Angelsport erfüllen das Gore-Garantieversprechen Guaranteed to keep you dry. Schutz von Kopf bis Fuß. Dazu braucht man Bekleidung aus einem Material, das dauerhaft wasserdicht, winddicht, hochatmungsaktiv und pflegeleicht ist. Dabei handelt es sich bei mir um die Gore Poljacke sowie die Latzhose. Demnach ist dies nach meiner Ansicht die beste Kleidungswahl für die ganze Angelsaison. Die Bekleidungsteile helfen euch bei jedem Wetter trocken zu bleiben und sich wohlzufühlen. Und nebenbei seht ihr damit einfach schick angezogen aus und genießt den Angelkomfort pur. Schließlich sei bemerkt, man kann sein eigenes Design wählen. Ferner bekommt man die Kleidung notfalls auch maßgeschneidert. Mein besonderer Tipp zur Bekleidungsgröße: Wählt vor allem die Gore-Tex Kleidung nicht zu klein. Berücksichtigt, dass mehrere Kleidungsstücke unter Umständen drunter ziehen müsst und bedenkt, ihr seid nicht auf der Modenschau. Wer solche Bekleidungsstücke besitzt, wird sie mit Sicherheit nie mehr missen wollen. Mittlerweile legen sehr viele Angler die Wert auf Qualität, Funktionalität legen und auch der Gesundheit wegen, was sie seitdem an dieser Marke haben. Mitbewerbermarken werben oft mit dem Slogan so gut wie Gore oder ähnlich wie Gore. Aber meiner Meinung nach kommt keiner an Gore-Tex und Windstopper dran. Ich selbst schwöre seit 1998 auf die Firma Halten Hand, die sich auf den Angelbereich spezialisiert und etabliert hat. Besitzt ihr auch einige von den genannten Kleidungsstücke oder was haltet ihr davon? Seid ihr zufrieden oder nicht? Gerne könnt ihr es mir in die Kommentarleiste schreiben. Ich antworte gerne. Und nun zum Bonustipp. Versucht, wenn möglich, in dünner Kleidung euer Tackle an den Angelplatz zu schleppen und auch notfalls aufbauen. Wenn ihr mit der körperlichen Arbeit fertig seid, dann maskiert euch komplett und habt beim Ansitz noch ein besseres Wohlgefühl. Ich sag mal wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Filmchen. Euer ML.